fahre ich nach Peine, bis dahin sind die Sachen fertig. Ja. Alter, boah, hinter mir ein LKW. Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu 125 und schön, dass ihr es auch heute wieder geschafft habt. Naja, ihr habt es mitbekommen, der LKW, der schiebt uns dann schon mal ein bisschen voran. So, jetzt fährt er rüber. Genau, und das Elend gucken wir uns nicht weiter an, also ab zum nächsten Clip. Und zwar vom echten Norden. Sag mal. Eieiei, und ich würde sagen, der hat den Fokus nur auf den Roten gehabt, ne? Wahrscheinlich nur noch nach links geguckt, so nach dem Motto, links kam ja vorher keiner. Tja, Situationen ändern sich. Manchmal sehr schnell. Hier unterwegs bei Pascal und ihr habt schon gesehen, rechts der Radfahrer. Dem war das hier ein bisschen zu eng, deswegen schubst er hier den Sprinter an, so nach dem Motto, nicht mit mir. Dann zeigt er noch irgendwas und ich könnte ahnen, dass er vielleicht auch was gerufen hat, vor lauter Frust. Die Ampel wird grün und wir fahren los. Richtig, Miezi, genau. Ja, genau das macht man nicht. So, jetzt sei mal leise. Bitte. Ich weiß nicht, was sie möchte. Sie möchte sich verewigen. Genauso wie übrigens auch... Ja, perfekt. Der Toyota. Meine Güte! Ma! Frust bei David kann ich verstehen. 4.500 Kilometer hat der Wagen gerade mal auf der Uhr. Tja, und nun einen Schaden von 3.100 Euro. Mann, super ärgerlich, aber gut. Das regelt dann hoffentlich die Versicherung. Der Wegfall der linken Spur wurde gerade angekündigt, die Pfeile sagen es auch und es geht gar nicht um den vorne, sondern um den Mini hier. Der ist lebensmüde. Kann man nur so bezeichnen. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, ich spule nochmal und zeig's mal in Slow-Mo. Also das ist der... Ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte. Ja, aber nicht denn der Mini-Fahrer, Fahrerin kann das, sondern auch der Kandidat oder Kandidatin in dem Fahrzeug, was sie jetzt überholt. Bei der Szene hier von Mario, da haben wir die Verkehrspolizisten im Hauptfokus. Warum sind sie da? Naja, die Ampel ist ausgefallen oder abgehangen worden. Finger oder Hand hoch heißt in dem Fall übrigens stehen bleiben, warten auf die nächste Position, die sie uns dann vorgeben, wer fahren darf. Das scheinen hier nur alle nicht zu checken. Gegenüber der Cupra und auch hier vor uns stehend der Hyundai. Alle wollen sie direkt los, wenn doch die Hand oben ist. Das, liebe Leute, solltet ihr nicht machen. Das könnt ihr vergleichen mit der Gelbphase zum Beispiel. Na, da soll man ja auch noch nicht losfahren oder sich schon mal bremsbereit machen, je nachdem, was zutrifft. Ja, und was man auch nicht machen sollte, Schlangenlinien fahren. Einfach mal just for fun. Könnte nämlich der Gegenverkehr Angst bekommen oder auch vielleicht zufälligerweise Freund und Helfer nervös werden. Oder mal überlegen, ob man einen vielleicht rausziehen sollte. Und ich liebe es ja, wenn es mal so aufgeht. Da sind sie. Ich glaube, denen war das auch ein Dorn im Auge und die ziehen den Golf jetzt hier einmal nach rechts raus. Supi, finde ich irgendwie gut. Start recording emergency video. Und während die denn hier noch nach rechts rausziehen, würde ich sagen, kündige ich doch schon mal den nächsten Clip an. Ja, wir sind unterwegs mit Dennis CS und Kreisverkehre. Na, habt ihr schon eine Vorahnung? Die Profis unter euch, die wissen, was jetzt kommt. 100 Punkte, wenn ihr gesagt habt. Der wird hier einfach reindonnern. Und reindonnern trifft's wirklich. Das war eindeutig zu schnell. Na, mal Hand aufs Herz. Habt ihr noch keine Dashcam? Weil ihr gesagt habt, ich will eigentlich das Beste vom Besten haben, also den besten Sensor überall, vorne, hinten und innen? Dann seid ihr hier richtig. Die Ventru N4 Pro S, die hat nämlich einen Triple Starburst Sensor. Das heißt vorne, mittig, also innen und nach hinten raus. Das heißt, ihr habt zu jeder Tageszeit, sei es hell oder dunkel, immer ein perfektes Bild, wenn es drauf ankommt. Ja, und wo es drauf ankommt und die Spreu sich meist vom Weizen trennt, bei Nacht. Ihr seht schon 5 Meter, 15 Meter, 25, auch da hat sie absolut keine Probleme. Und selbst wenn ihr mal ins Material reinzoomen müsst, seht ihr hier ganz wunderbar, könnt ihr alles schön lesen. Ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube schon, dass die Ventru N4 Pro S die Nacht zum Tag macht. Und apropos Tag, hier nochmal die Kennzeichentests mit 5, 15 und 25 Meter. Hier nochmal ein schönes Beispiel mit schlechten Lichtverhältnissen
Und ihr seht schon, das macht der Kamera absolut gar nichts. Kriegt ihr ganz prima hin. Und wenn ihr die Heckkamera nutzen wollt, die könnt ihr jetzt übrigens auch gerne außen montieren oder so wie ich es gemacht habe, innen. Außen ist nämlich mittlerweile wasserdicht bzw. spritzwassergeschützt. Da müsst ihr also keine Sorge haben, dass das Ganze in der Waschstraße oder bei Starkregen beschädigt würde. Hier nochmal ein paar Impressionen, wie es nachts aussieht. Innenansicht hat übrigens Infrarot, das heißt, hier seht ihr wirklich jedes kleinste Detail. Hier nochmal ein paar Key Facts runtergebrochen. Wenn ihr Interesse habt, nutzt gerne die Links aus der Beschreibung. Und wisst ihr, wo so eine Dashcam ganz wunderbar helfen kann? Bei Szenen wie dieser hier von Timo. Erstmal noch völlig unspektakulär. 2 Linksabbiegerspuren, einmal geradeaus. Wobei man sagen muss, auf der mittleren Spur hier, da sind noch die alten Markierungen. Früher war das nämlich 2-mal geradeaus fahren. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Ursprung der Szene, die jetzt kommt. Dann musst du 4 Wochen weg. Guck mal, bist du bescheuert? Alter. Was machst du denn jetzt? Kollege, Spur gewechselt, bleib mal auf der. Du hast deine Spur gewechselt, du hast links abbiegen. Bist du bescheuert, der ist zweimal links abbiegen? Nein. Natürlich, fahr zurück. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber ich kann den, der jetzt hier Timo in die Spur gefahren ist, gar nicht mal so bitterböse sein, weil, wie man das in den Aufnahmen auch wunderbar sieht, die Pfeile, die sind nicht richtig entfernt worden, also die geradeaus-Pfeile in der mittleren Spur. Deswegen kann ich es verstehen, dass man bei bestimmten Lichtverhältnissen eigentlich überzeugt ist, nach Bodenmarkierungen auch geradeaus fahren zu dürfen. Wie gesagt, am Ende, Timo hätte recht gehabt, der hätte wahrscheinlich auch das Recht bekommen, so wenn es in Richtung Anwalt gegangen wäre. Ja. Bei dem Clip zuvor habt ihr gesehen, worum es ging. Rechts vor links hat irgendwie keiner gewähren wollen. Von daher weiter zu Rolf. Alter! Boah! Und das war mal sowas von fettrot für den Weißen. Bei der Entsendung schaut er gerne mal auf die beiden Motorradfahrer. Um genauer zu sein, auf den vorderen, der ist wichtiger. Der rechts vorbei, naja, darf halt nicht. Eieiei. So, bitte links gucken. Eieiei, und das war richtig knapp. Ich zeige euch das gleich nochmal in Slow-Mo. Ich würde sogar vermuten, der hat den vielleicht mit dem Spiegel sogar getroffen. Aber am Ende bin ich froh, dass es vielleicht nur der Spiegel war. Wäre der dem nämlich da hinten reingesemmelt, dann wäre es ganz, ganz unangenehm ausgegangen. Unabhängig zur kommenden Situation. Oh, das Auto quietscht ganz schön. Soll aber gar nicht darum gehen, sondern um den Radfahrer. Natürlich. Einmal hier rüber, alle halten ja. Und dann, genau, dem noch hinten reinknallen mit dem Lenker und einfach abhauen. Das ist dreist. Ja, jetzt, was hätte Oma eine EDK machen sollen? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Anzeige gegen was? Gegen Unbekannt? Naja, wisst ihr, was passiert. Und hier habe ich mal ein schönes Beispiel für euch, wie man die Ladung nicht sichert, beziehungsweise die Heckklappe. Nicht mit solchen Gummispanngurten, die sich dann hier offensichtlich lösen und, naja, nur auf der Straße rumbaumeln. Gut, dass wir hier mit dem Auto unterwegs sind und nicht ein Motorradfahrer drüber fahren muss. Eine Szene irgendwo in Berlin. Ich kenne mich in der Ecke scheinbar nicht aus. Zweispurig geradeaus, einspurig nach links. Die Ampel ist rot. Wohlgemerkt. Und nicht nur die Linksabbieger, auch die Geradeausspur. Und dann machen die Leute auf der Geradeausspur einfach den Linksturn. Genau. Es wird auch nicht besser. Die Scooterfahrerin rechts, die hat so schön gehalten und jetzt hat sie keinen Bock mehr und fährt trotzdem bei Rot. Genauso wie über die Geradeausspur vor dem Bus gezogen wird. Und die restlichen hier gerne auch nochmal bei Rot, wenn wir schon dabei sind. Hier für uns sehr schwer zu erkennen, aber die Rechtsabbiegerspur, die wird jetzt gerade rot. Der schwarze da darf gerade noch, aber der silberne auf keinen Fall. Und dann war es auch ziemlich knapp. Mittelspurschleicher, fast schon langweilig, deswegen auch nur ganz kurz angerissen. Aber so wie der Kastenwagen rechts vorbei, durfte er natürlich nicht. Ein Video von The Lost Brit 92 ohne Ton. Halb so wild. Es geht darum, die wegfallende Spur ist angekündigt, 400 Meter sind sehr kurz.
Hier sind es dann gleich nur noch 200 und er muss natürlich auch noch mit rein. Und das reicht natürlich nicht. Also, um da vernünftig einzufädeln. Folglich sind wir jetzt von 80 fast runter auf 30 km/h. Na, herzlichen Glückwunsch. Und da vorne stehen sie immer noch vor der Sperrfläche. Ja, will damit sagen, ordnet euch rechtzeitig ein. Es bringt überhaupt nichts, so eine halbe Länge vorne zu sein. Funky Mo ist hier sehr löblich unterwegs. Der lässt die Spur frei, also die Kreuzung. Fühlt sich dann aber doch ein bisschen getriggert von dem Bullifahrer, der auf der Geradeausspur ihn überholt, um jetzt hier links abzubiegen. Das ist frustet, kann ich verstehen, Funky Mo, aber ist dann trotzdem irgendwie schade, dass du nur noch bis kurz davor durchgehalten hast und dann doch selber versagt hast. Muss man leider so sagen. Tja, die Frage der Fragen, was möchte der Hyundai in der Mitte? Warum ist er rübergefahren? Könnt ihr es mir erklären? Ich sehe hier nichts. War unnötig. Und auch hier wissen die Profis schon, was passiert. Genau, einfach rüberziehen, dabei anfangen zu blinken und davon auszugehen, dass alle bremsen. Für mich. Chris im Babycar sagt zu der Einsendung, für mich selbst war es schon knapp, da noch in die Engstelle zu fahren, aber für den LKW... Ja, und schaut mal, was er meint. Na denn? Unterwegs auf einem E-Scooter. Und da wirst du auch gerne übersehen. Wahrscheinlich geht es den Radfahrern ähnlich. Aber apropos Radfahrer, da haben wir noch ein Exemplar bei Rot. Die gute Tat, Eigenlob stinkt, ich lasse den LKW durch, weil er so schön in Fahrt war. So, und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.